Irgendjemand sagte einmal, Norwegen kann man nicht fotografieren. 8000 Kilometer und 1357 Bilder später musste ich auch dieses Mal wieder feststellen, dass diese Aussage durchaus zutreffend ist. Vor allem, wenn man sogar kein Landschaftsfotograf ist wie ich. Erklärtes Hauptziel unserer Reise waren die Lofoten, eine Region in der norwegischen Provinz Nordland und Teil einer Inselgruppe vor der Küste Nordnorwegens. Los ging die Reise nicht in Kiel, sondern im tiefsten Schwabenland, womit wir schon mal knapp 800 Kilometer auf dem Zähler hatten. Mit der Fähre ging es dann von Kiel über Nacht nach Göteborg, was eigentlich auch nochmal 700 Kilometer Fahrt gewesen wären, aber so natürlich sehr angenehm war. Plan war es jedenfalls, in Schweden so weit wie möglich oder nötig hochzufahren und dann nach Norwegen rüber. Wenn da nicht der nagelneue Mietcamper und sein klemmendes Zündschloss gewesen wäre. Immer wieder konnte man den Zündschlüssel nicht drehen und so war es immer spannend, wie und wann es weiterging. Insbesondere beim Fährefahren oder wenn man am nächsten Tag weiter wollte. Letztendlich ging es dann aber doch, auch wenn es manchmal etwas nervenaufreibend war. Nach unzähligen Schotterpisten, Rentieren, nervigen Moskitos und endlosen Wäldern in schwedisch Lappland reisten wir dann am 6. Tag über den schwedischen Polarkreis nach Norwegen ein und verbrachten unsere erste Nacht in Hamarøy in der Nähe von Bognes direkt am Fjord, wo das typische norwegische Wetter uns auch schon erwartete. Am nächsten Tag ging es dann endlich weiter auf die Lofoten. Und zwar von Bognes nach Lödingen. Eine der wenigen Fähren, die man nicht vorbuchen musste, wenn man nicht ganz im Norden über den Landweg einreisen wollte oder im Süden mit den ganz großen Fähren. Die Lofoten bestehen aus ca. 80 Inseln mit 24.000 Einwohnern auf 1220 Quadratkilometern und erstrecken sich über eine Länge von knapp 180 Kilometern. Und irgendwie erinnert das Ganze einen so ein bisschen an Lummerland. Türkisfarbenes Wasser, weiße Sandstrände, hohe Klippen und das im hohen Norden. Fehlte nur noch, dass Emma um die Ecke kommt. Unsere ersten beiden Nächte verbrachten wir bei Svolvær, der Hauptstadt der Lofoten. Mit knapp 5000 Einwohnern und sehr netten Polizisten die größte Stadt auf den Lofoten. Aber dazu später etwas mehr. Unser erstes Ausflugsziel auf den Lofoten war das kleine Örtchen Henningsvær. Das kleine Fischerdorf mit einem der bekanntesten Fußballfelder ist sicherlich ein Ort, wie man sich ihn auf den Lofoten vorstellt. Das Dorf mit knapp 500 Einwohnern ist auf mehreren kleinen Inseln gebaut und auch nur über eine Brücke erreichbar. Mittelpunkt des kleinen Dorfes ist der Hafen mit seinen zahlreichen Fischerbooten, umgeben von zahlreichen bunten Holzhäusern. Leider endete dieser Tag nicht ganz so schön, wie er angefangen hatte, zumindest für unseren Camper. Denn der wurde auf dem öffentlichen Parkplatz von Henningsvær von einem Reisebus gestreift. Glücklicherweise waren es nur Lackschäden und am nächsten Tag ging es dann also erstmal zur Polizei, die uns dann sogar zum Verursacher begleitete. Problem gelöst und weiter ging's. Auf unserem Weg weiter in den Süden der Lofoten besuchten wir dann noch einige Strände, auch wenn nicht unbedingt Bikini-Wetter war. In Norwegen ändert sich das Wetter recht schnell und oft und die Regenjacke sollte man deshalb auch immer parat haben. Alles in allem aber hatten wir dieses Jahr sehr viel Glück mit dem Wetter. Von Fredvang aus ging es am nächsten Tag auf die Rütenwanderung. 12 Kilometer und 500 Höhenmeter. Ziel war der Aussichtspunkt auf Kvalvika Beach.
Kvalvika Beach ist scheinbar auch bei vielen Influencern beliebt. Eine Nacht mit Zelt an einem abgelegenen Strand, der nur fußläufig erreichbar ist. Auch wenn der Aufstieg etwas anstrengend war, die Aussicht war gigantisch. Der nächste Tag startete wieder mit Sonne pur. Ideal also für den nächsten Ausflug nach Rheine. Mit etwas über 300 Einwohnern ist Rheine nicht besonders groß, aber dennoch sehenswert. Rheine ist ein kleines authentisches Fischerdorf direkt am Nordpolarmeer und ebenfalls bekannt für die Rheine-Bringwanderung. Anschließend ging es weiter zum letzten Ausflugsziel auf den Lofoten, und zwar nach A.I. Lofoten, wie es so schön heißt. In dem rund 100 Einwohner großen Dorf findet man die typisch roten Stelzenhäuser in Holzbauweise und wie in fast jedem Ort auf den Lofoten auch jede Menge Stockfisch. A ist das südlichste Fischerdorf auf Moskenes, eine der größten Inseln der Lofoten, wo auch die E10 endet. Die E10 ist Europastraße und Landschaftsroute zugleich, führt über die ganzen Lofoten und endet in A. Für uns ging es jetzt auch einmal nach Fredvang zurück, wo wir den nächsten Tag noch am Strand verbrachten. Am vorletzten Abend konnten wir dort auch nochmals die Mitternachtssonne genießen. Zwischen 1 und 2 Uhr erreicht die Sonne dort ihren tiefsten Punkt, bevor sie wieder mit ihrem Aufstieg beginnt. Man hat also mehr oder weniger 24 Stunden lang Tageslicht, was nachts natürlich etwas gewöhnungsbedürftig ist, aber absolut beeindruckend. Am letzten Abend ging es dann noch nach Moskenes, wo auch schon die Fähre nach Bodø auf uns wartete. Und nach 3,5 Stunden Fahrt waren wir dann wieder auf dem Festland Norwegens. Auf der Fähre, die erst gegen Mitternacht ablegte, hatten wir dann auch nochmals die Gelegenheit, die Mitternachtssonne zu genießen und konnten uns so dann auch von den Lofoten verabschieden. Die Lofoten waren für uns landschaftlich das schönste Erlebnis in Norwegen. Unterwegs war ich mit der Fuji X-T5, dem Tamron 17-70 mm, dem 23 mm f2 und dem 35 mm f2. Eigentlich wollte ich ja das Tamron so oft wie möglich nutzen. Nach ein paar Tagen machte sich aber wieder einmal die Faulheit breit, mit so großem Gerät jeden Tag loszuziehen. Also kam das 23er drauf und mit dem habe ich auch tatsächlich dann die meisten Fotos geschossen. Hin und wieder aber auch mit dem 35er f2. Alle Aufnahmen hatte ich mit der Filmsimulation Pronex Standard gemacht und dem Everyday Filter, eine Kombi aus Pol- und Mistfilter. Allen Bildern habe ich dann in Lightroom mein Kodak Gold Preset verpasst, was überraschenderweise ziemlich schnell ging und für mich am besten das widerspiegelte, was ich visuell erlebt habe. Mir persönlich gefällt dieser Look auch bei schlechtem Wetter. Bei Interesse findet ihr das Kodak Gold Lightroom Preset in meinem Shop. Der Link dazu ist in der Videobeschreibung. Von den Lofoten aus ging es für uns weiter Richtung Süden, entlang der Westküste bis in den Süden Norwegens. Mal schauen, vielleicht gibt es ja noch ein weiteres Norwegen-Video. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.